Servus und willkommen zurück hier in der Forgotten City, wo ich mir für heute das Ziel gesetzt habe, dass wir Galerius zum Magistrat machen. Leider hatte ich die Folge schon mal gestartet und war 10 Minuten drin, bis ich gemerkt habe, dass die Aufnahme nicht läuft. Aber das ist auch kein großer Schaden, weil damit weiß ich zumindest schon, wie ich hier anfange. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Also, kurz und schmerzlos, ihr seid Quinctius. Mhm. My name is Marcus Malleolus Gurgius. You seem to have confused me with someone else. Ihr habt ein grünes und ein blaues Auge, genau wie in der Beschreibung in diesem Hinrichtungsbefehl von Kaiser Nero. You mean my heterochromia? Mhm. I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. Ja, mein Fehler, vergesst es That's bitte. quite all right. We all make mistakes. Mhm. I trust you can see yourself out. Natürlich. Und dann gehen wir zu seiner Frau, die halt bisher zu diesem Zeitpunkt nichts zur Handlung beigetragen hatte. Und ich hatte mich schon gewundert, hä, warum ist die da? Die macht nichts, die kann nichts, die tut nichts. Hallo. I'm not supposed to be in here. Können wir trotzdem reden? Talk. What business could you possibly have with me? Was würdet ihr denn von etwas Hilfe mit Malleolus halten? An intriguing proposition. Go on. Ich glaube nicht, dass Malleolus die Person ist, die er behauptet zu sein. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. Danke, das höre ich öfter. What makes you say that? Das ist nur so ein Gefühl. Ich hatte gehofft, wir könnten Malleolus' wahre Identität gemeinsam herausfinden. You know, I may have the very thing you're looking for. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only, he used the wrong name. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. But wait a minute. Why exactly are you helping me? Ich kann es einfach nicht ertragen, zu sehen, wie eine so schöne Frau so schlecht behandelt wird. Oh, aren't you charming? I'm quite sure my husband would seethe with impotent rage if he overheard you say that. I love it. It seems our interests are aligned. I imagine knowing his true identity will give me the leverage I need to manage him appropriately. But first, I need you to do something for me. Was wollt ihr? I want you to bring me some wine. Just one small urn should do it. Oh, don't look at me like that. I know this must be hard for you to wrap your sweet little pleb head around. So what do you need me to spell out? Warum wollt ihr Wein? Let me tell you something about Malleolus. He talks a lot about freedom, but what he doesn't tell you is that he means freedom for men. After all I've done for him, counselling him through his entire election campaign, and he had the audacity to lock me in here. He said it was for my own good, and that my drinking was unbecoming of a lady, let alone the wife of a magistrate. I'll show him unbecoming. Tonight, at his victory party, I'm going to get good and merry, and if he tries to discipline me again, I'll threaten to expose his true identity in front of everyone. I am so looking forward to it. Warum könnt ihr es nicht selbst holen? You mean
Aside from the fact that I'm locked in this room, and Domitius is right outside the villa, Guter Punkt. because there's barely any left in the city. In fact, there's only one small urn, as far as I'm aware. And getting it won't be easy. So, you'll help me? Ich habe hier etwas Wein. Tatsächlich, wenn man sich unten in den Höhlen umschaut, und das musste ich ja hin und wieder mal, stößt man relativ schnell auf eine Flasche Wein. Das hatte ich damals rausgeschnitten, weil es einfach nicht in den Flow gepasst hat, aber ja, also es ist nicht wirklich sonderlich gut versteckt. Ich habe hier etwas Wein. Thank you. Bitteschön. Here's the letter. Vinctius an die geliebte Claudia. Eine Zeit lang verzweifelte ich an dem Gedanken, hier für den Rest meines Lebens gefangen zu sein. Aber dann traf ich euch und entdeckte, dass ich genau da bin, wo ich sein sollte, solange ich mit euch zusammen bin. Bloße Worte können meine Zuneigung zu euch nicht ausdrücken, und so werde ich, euch zu Ehren, eine große Geste vollbringen. Ich werde Magistrat dieser Stadt werden, damit ich mit euch an meiner Seite mit Weisheit und Stärke regieren kann. Now, perhaps you can tell me who Quinctius really is. Laut diesem Kopfgeldbrief von Kaiser Nero ist er derjenige, der im letzten Jahr die Brände in Rom gelegt hat. What? He's... Oh no, that's... quite a lot more serious than I imagined. I only wanted some leverage over him, not to destroy him. Give me that immediately. Nobody else must know. Ja, nein, ich glaube, ich behalte das besser mal. What? No. You tricked me, you mendacious little stirkers. Ich habe euch nicht belogen. It was a lie of a mission. You were planning this all along and you deliberately concealed it. May Jupiter cut you down. Ich gehe dann mal. I curse you. I curse your life and mind and memory. May you be unable to walk or eat or drink. May this drag you to the depths. This is outrageous. Ja, tschüss. Diese Türen die ganze Zeit im Hintergrund. So, und was wir jetzt noch tun müssen, ist Quinctius damit zu konfrontieren, dass wir Beweise haben. You again. What is it now? Also, ihr seid Quinctius. Nicht überrascht gucken, das hat man schon. My name is Marcus Malleolus Gurgis. You seem to have confused me with someone else. Na, ihr habt immer noch ein grünes und ein blaues Auge. You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. Okay, soweit war ich vorhin noch nicht. Genau in dem Moment ist mir aufgefallen, dass ich nicht aufnehme. Warum kann ich ihm nicht sagen, dass ich Beweise habe? Mein Fehler, vergesst das bitte. That's quite all right. We all make mistakes. Ich möchte, dass ihr von der Wahl zurücktretet. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Jo, also, weil ich weiß, dass ihr Quinctius seid. Eure Frau gab mir euren Liebesbrief und Nero will euch tot sehen. So, it finally caught up with me. I suppose that makes you, what, one of Nero's assassins? Nee, ich würde ihn gerne im Glauben lassen und wir wissen ja schon, dass Lügen nicht gegen die goldene Regel verstößt. Das ist nicht mal eine Lüge. Wir sagen ja nicht, ja, wir sind Meuchelmörder. Wir sagen einfach nur, der Kaiser lässt grüßen und das tut er ja indirekt durch den
Wisch, den wir dabei haben. Also, der Kaiser lässt grüßen. Are you going to kill me? Nicht, wenn ihr euch sofort von der Wahl zurückzieht und alle in Schuldknechtschaft zu euch entlasst. Oh, so much work and money. Oh, well, if I do it, you'd let me live? Yep. Fine. Ruling this cesspit of a city would have been beneath me anyway. I'll have Domitius notify the priestess of my withdrawal and release those two from debt bondage. There, you got what you wanted. Now, please, leave my villa and never speak to me again. Sehr schön. Schritt 1 erreicht. Dann gehe ich jetzt zu Galerius und sage ihm, dass er bitteschön... Domitius, are you listening? Yes, sir. I've made a decision to release Julia and Ulpius and withdraw from the election. I want you to go and inform Equitia. Sir? Are you under duress, sir? I just had a change of heart. But you were on track to be magistrate, sir. All that work, all that money wasted. Those are my orders. Carry them out. As you wish, sir. Armer Domitius. Genau, ich gehe kurz zu Galerius und sage ihm, dass er jetzt kandidieren kann. Bis gleich. So, da sind wir beim Galerius. Salve again, my Sisyphean friend. Now, what's on your mind? Habt ihr je in Betracht gezogen, selbst ein Magistrat zu werden? I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the election stitched up. Nobody's going to take him on and win. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. That's good enough for me. Malleolus trat von der Wahl zurück. So ein Zufall. He did? Mhm. Oh, that was unexpected. Total. I wonder what could have possessed him to do that. Keine Ahnung. Well, I guess it's time for me to step up then. I'll let Equitia know I'll be running. Sehr schön. Bis dann. All right, friend. Hope you find a way to break that cycle you're in. Mhm. Gut. Dann haben wir, glaube ich, jetzt alles, was wir brauchen. Galerius tritt an. Lässt Dully frei. Und Dully gibt mir dann irgendwie seine Tafel. Oder ich kann sie mir selber holen. Irgendwie so. Und damit müssten wir dann alles zusammen haben, um zum Tempel hochzugehen, die Tafeln da einzusetzen und dann gucken, was passiert. Es wurde mehr oder weniger angedeutet, dass wir dann Pluto direkt treffen. Aber schauen wir dann. Wo ist Equitia? Ist die hier drin? Nee. Wo könnte die sein? Ah, die könnte unten bei der Villa sein. Da. Ah, nee, hier steht sie. Sehr schön. Hallo, Equitia. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Wie läuft die Wahl? Must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Galerius, the challenger. Why do you ask? Können wir nun mit der Wahl beginnen? As I said, I'm planning to hold it before dusk. But I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. Eine frühzeitige Durchführung kann Konflikte zwischen den Wählern verhindern. Yes, I have overheard some rather unpleasant arguments. The last thing we need here is additional conflict. Very well, I'll get things started right away. Sehr schön.
Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helver. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Sentius. Virgil. The man who put a stop to the threats I've been receiving. Galerius. Rufius. The man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Gallus Galerius Helver. What? Yay! Magistrate Galerius, would you like to make a brief address? I just want to say, this isn't something I ever wanted. Now that you put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. My first order is that Dooley is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. Sehr schön. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to see here. Move along. Ja, Galerius, bester Mann. Und auffälligerweise Dormitius war nicht da. Und Malleolus auch nicht. Die dachten so, wenn ich nicht mitspielen darf, dann komme ich erst gar nicht. So, Dulli, raus geht's. Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out of here? I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon, Dooley. Dulli, hey. Hello? I'm Dooley. Magistrate Don't you just Galerius love said I springtime? should thank the newcomer. Are you the newcomer? Yep, das bin ich. Oh, it is you. Then, thank you. You're a big helper. I was locked up, but they let me out again. I'm so happy. Gern geschehen. You can have my shiny plaque if you want, and maybe you can help me find my treasure. My friend Hannibal used to look after me, and he said he always would. But then he died. But before that, he told me if anything ever happened to him, I had to find something very precious. Und was? He gave me a key to the cisterns and told me to keep it safe. He said there's something very precious way up high. Please help me find it. Please. I had to keep it a secret until I found someone I could trust. In Ordnung, ich helfe euch. Oh, thank you. Here's the key. Schlüssel zur oberen Zisterne. Die obere Zisterne befindet sich unterhalb des großen Tempels. Der Eingang muss irgendwo dort sein. Hope you find it. In the cisterns. Way up high, Hannibal said. Oh, look over there. Something shining. Is it treasure? Dulli. Erstmal hole ich wieder die Tafel. Wo ist die Tafel? Da.
Eine Tafel mit der griechischen Inschrift Hades, Herr der Vielen. Meins. Dulli. The many shall suffer for the sins of the one. Lol. 5 Minuten draußen ist der Bub. Oh oh. Fünf Minuten hat's gedauert. Nicht einmal. Gut, ich habe gerade Galerius wieder losgeschickt, alle Aufgaben zu erledigen. Und ich würde nochmal eine letzte Runde drehen. Mit den Leuten reden, gucken, ob irgendwas Neues passiert, ob irgendein neuer Dialog oder so da ist. Und dann würde ich mich aufmachen zum großen Tempel. Und sofern nichts Spannendes passiert, sehen wir uns dann da oben. Bis gleich. So, dann sind wir jetzt beim Obelisk. Ich bin die wichtigsten Charaktere durchgegangen. Da war jetzt nichts Spannendes dabei, deswegen denke ich, setze mal einfach die Tafeln ein. Pluto Disparte. Krickelkrakel. Ich sollte nicht versuchen, es vorzulesen. Oh. Sehr schön. Mhm. Okay. Ich fange mal... Keine Ahnung. Wir fangen mal an, vorne oder hinten. Fangen wir hinten an. Pluto, Vater des Reichtums, gewährt mir eine Audienz. Oh. Wait. Ah, I see. Das hier sieht römisch aus. Mit Marmor und so. Und hier haben wir griechische Säulen. Ich mag sagen, es sind dorische Säulen. Wahrscheinlich ist es genau falsch, aber es schaut auf jeden Fall deutlich griechischer aus. Das heißt, jedes Mal, wenn praktisch eine neue Unterwelt entsteht, wird der Tempel hier angebaut, umgebaut. Sehen wir gleich. Ich gehe mal davon aus, dann jetzt Hades, Herr der Vielen. Naja, genau. Jetzt haben wir hier Ägyptisch. Mit hier Anubis. Guter Junge. Dann kommt jetzt, was war's? Nergal, tobender König, gewährt mir eine Audienz. Nicht? Ah, ne, klar, Moment. Wir hatten ja erst Osiris hier, wir sind ja bei den Ägyptern. Osiris, Herr der Stille, gewährt mir eine Audienz. Dann sind wir jetzt bei den Sumerern. Dann ist die Frage, was jetzt hier hinter ist. Weil jetzt sind wir ja gerade im letzten Teil vom Tempel, soweit wir wissen. Das heißt, jetzt kommt der Ursprung von Hades. Oder noch eine ältere Zivilisation. Nergal, tobender König, gewährt mir eine Audienz. What? Okay, fancy, unerwartet, aber ja. Okay. Ich habe gerade
Heftige Stargate-Vibes mal wieder. Okay. Ja, so gar nicht, was ich erwartet habe. Und ich glaube, das ist Keilschrift, wenn ich das richtig sehe. Okay, aber dann würde ich sagen, belassen wir es für jetzt dabei. Und wie es dann hier mit Hades weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis denn. Servus.